Hallo! Wenn du deinen Zwift-Hub aufgebaut hast und jetzt dein Bike auf den Trainer montieren möchtest, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Als erstes musst du das Hinterrad abnehmen. Aber bevor du das tust, musst du auf das größte Kettenblatt vorn und das kleinste Ritzel der Kassette hinten schalten. Das macht es leichter, das Hinterrad zu entfernen. Wenn du Felgenbremsen hast, öffne die hintere Bremse. Stelle fest, ob du eine Schnellspann- oder Steckachse hast. Schnellspanner sind dünner und haben Federn am Ende. Wenn du einen Schnellspanner hast, öffne den Hebel um 180 Grad und nimm das Hinterrad ab. Du hast eine Steckachse? Verwende entweder einen Inbusschlüssel oder den Griff an der Steckachse. Schraube sie ab und entferne die Steckachse vom Rahmen. Halte sie griffbereit, du brauchst sie später. Schiebe dann den hinteren Umwerfer aus dem Weg und nimm das Laufrad ab. Jetzt zur Adapterkarte. Wähle die entsprechende Adapter-Anleitungskarte aus. Schnellspanner rosa, Steckachse grün. Jetzt müssen wir die Breite der Ausfallenden messen. Nimm die relevante Adapterkarte mit den Anleitungen und halte die Seite mit dem Lineal zwischen die Innenseiten der Ausfallenden. Messergebnis Schnellspanner 130 oder 135 mm. Messergebnis Steckachse 142 oder 148 mm. Und jetzt die Adapter. Schnellspanner. Der antriebsseitige Adapter ist auf dem Trainer bereits vorinstalliert. Nimm den anderen Adapter aus der Adapter-Anleitungskarte. Das Lustige an dieser Hardware? Die Distanz zwischen den Ausfallenden bestimmt, wie du sie richtig einschieben musst. Die Farbe des Adapters sollte sichtbar sein, wenn du Ausfallenden im Abstand von 135 mm hast. Aber nicht, wenn sie 130 mm voneinander entfernt sind. Schiebe die Schnellspannachse aus der Verpackung ein. Dazu schraubst du das Ende mit der Mutter ab und entfernst eine der Federn. Das ist wichtig, deshalb wiederholen wir. Nimm eine der Federn ab. Schiebe den Schnellspanner von der Nicht-Antriebsseite aus durch den Trainer. Setze die Feder wieder ein. Schraube die Mutter auf. Zieh den Spanner jetzt noch nicht an. Steckachsen. Du musst zuerst den antriebsseitigen Schnellspanneradapter entfernen, der auf dem Trainer vorinstalliert ist. Löse und entferne diesen Adapter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel. Nimm dann den Steckachsenadapter für die Antriebsseite aus der Adapterkarte mit den Anleitungen und schraube ihn von Hand in seine Position. Nimm dann den Schraubenschlüssel und ziehe den antriebsseitigen Adapter an. Zieh den Adapter nicht zu fest an, da das die Lager beschädigen könnte. Falls du einen Drehmomentschlüssel hast, der antriebsseitige Adapter sollte mit 6 Newtonmeter angezogen werden. Nimm den nicht antriebsseitigen Adapter aus der Adapterkarte heraus und stecke ihn in der richtigen Ausrichtung ein. Die Farbe des Adapters sollte sichtbar sein, wenn du Ausfallenden im Abstand von 148 mm hast. Und jetzt können wir dein Rad auf den Zwift-Hub montieren. Senke deinen Fahrradrahmen über dem Trainer ab. Drücke dabei gleichzeitig den Umwerfer aus dem Weg. Richte die Kette am kleinsten Ritzel der Kassette aus, senke die Ausfallenden in ihre Position und ziehe den Schnellspanner oder die Steckachse an. Rüttle jetzt den Aufbau ein bisschen, um sicherzustellen, dass alles sicher sitzt. Prüfe noch einmal, ob die Kette glatt läuft, wenn du in die Pedale trittst. Falls das nicht der Fall ist, schalte die Gänge so lange hinauf oder herunter, bis sie es tut. Falls du hierbei Hilfe benötigst, geh bitte zu zwift.com/hub/support. Das war's schon. Das war gar nicht so schwierig, oder? Mit deinem Fahrrad auf dem Zwift-Hub bist du jetzt bereit für das nächste Video, in dem wir über die letzten Schritte sprechen, damit du auf deinem Zwift-Hub loszwiften kannst.